Im Jahr 1815 stand ein Mann in London an der Börse. Still, unbewegt, scheinbar gleichgültig. Um ihn herum brach Panik aus. Händler verkauften in Massen, Preise stürzten, Gerüchte verbreiteten sich schneller als Fakten. Europa hielt den Atem an. Dieser Mann wusste etwas, das niemand sonst wusste. Und die Frage ist nicht, was er wusste, sondern wie er es geschafft hat, es vor allen anderen zu wissen. Wenige Stunden später war er reicher als zuvor. Und sein Name hatte begonnen, etwas anderes zu bedeuten. Nicht nur Geld, sondern Macht. Maya Amschel Rothschild hätte diesen Moment nicht erlebt. Aber er hatte ihn möglich gemacht. Denn Jahrzehnte zuvor, in einer engen, überfüllten Gasse in Frankfurt, hatte er eine Idee entwickelt, die nichts mit Reichtum begann und alles mit Kontrolle zu tun hatte. Die Idee, dass man keine Armee braucht, um Geschichte zu verändern, sondern Informationen. Und ein Netzwerk von Menschen, die schneller handeln als alle anderen. Was daraus entstand, war kein Imperium im klassischen Sinne. Es war etwas, das man nicht sofort erkannte. Und genau deshalb war es so schwer aufzuhalten. Und genau hier beginnt das Problem. Denn je größer der Einfluss wurde, desto weniger verstand die Welt, was sie eigentlich sah. Wer ihn heute ausspricht, muss mit einer bestimmten Reaktion rechnen. In manchen Kreisen löst er Bewunderung aus. Die ehrfürchtige, distanzierte Anerkennung einer Dynastie, die Finanzgeschichte geschrieben hat wie keine zweite. In anderen Kreisen löst er etwas aus, das sich schwerer benennen lässt, eine Mischung aus Misstrauen und Überzeugung, die in Verschwörungstheorien mündet, die so alt sind wie die Familie selbst und so beständig wie die Feindseligkeit, die sie hervorgebracht hat. Beide Reaktionen verfehlen die Wahrheit, die ehrfürchtige wie die feindliche. Die wirkliche Geschichte der Familie Rothschild ist weder das Märchen eines Dynastienglücks noch das Phantasma einer geheimen Weltbeherrschung. Sie ist etwas Komplizierteres, Menschlicheres und am Ende Verstörenderes als beides. Es ist die Geschichte eines Mannes, der in einem Frankfurter Ghetto aufwuchs und 5 Söhne in 5 Städte schickte und damit ein Netz knüpfte, das Europa 2 Jahrhunderte lang in Erstaunen, in Abhängigkeit und in Wut versetzte. Es ist die Geschichte davon, was Macht wirklich ist. Nicht das, was man glaubt. Nicht das, was man fürchtet, sondern das, was bleibt, wenn alles andere wegfällt. Frankfurt am Main, zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts. Es gibt Orte, die man nicht betritt, wenn man die Wahl hat. Die Judengasse war ein solcher Ort. Wer durch ihr Tor ging, verließ nicht einfach eine Straße, sondern eine Ordnung, denn hier galten andere Regeln. Wer sie verstand, konnte sie vielleicht eines Tages umgehen. Regeln, die nie aufgeschrieben wurden, weil jeder wusste, dass sie nicht gebrochen werden konnten. Eine Straße, in der Leben nicht stattfand, sondern zusammengedrängt wurde. Häuser standen Wand an Wand, Fenster blickten direkt in fremde Zimmer. Privatsphäre war kein Zustand, sondern ein Luxus, den es hier nicht gab. Etwa 3000 Menschen auf einem Flecken, für den anderswo vielleicht 300 geplant worden wären. Nachts wurden die Tore geschlossen. An Sonntagen und christlichen Feiertagen durfte man die Gasse nicht verlassen. Man durfte keine Häuser außerhalb kaufen. Man durfte nicht in bestimmten Berufen tätig sein. Man zahlte Sondersteuern für die bloße Tatsache, dass man existierte. Man lebte, kurz gesagt, nach den Regeln einer Welt, die man nicht gemacht hatte und nicht verlassen konnte. Und genau aus dieser Welt sollte etwas entstehen, das diese Regeln nicht nur umgehen, sondern neu schreiben würde. In dieser Gasse, in einem Haus mit einem roten Schild über der Tür, wurde 1744 ein Junge geboren, der diese Regeln verstehen würde, besser als jeder andere. Der Name des Hauses, zum roten Schild, würde einmal der Name der mächtigsten Bankiersfamilie der Welt werden. Aber zu diesem Zeitpunkt war daran nichts sichtbar. Kein Reichtum, keine Macht, nur Enge. Und Grenzen, damals war er nur eine Adresse. Eine Adresse in einer Straße, aus der man nicht herauskam. Maya Amschel war das Kind einer armen Familie. Sein Vater handelte mit gebrauchten Waren und Geldwechsel, eine der wenigen wirtschaftlichen Tätigkeiten, die Juden im Frankfurt des 18. Jahrhunderts erlaubt waren. Es war kein Reichtum, den er hinterließ. Es war ein Instinkt, ein Gespür dafür, dass Wert nicht in Dingen steckt, sondern in der Verbindung zwischen Dingen. Dass Geld nicht die Ware ist, sondern das Mittel, mit dem Waren zu Macht werden. Maya Amschel wäre fast Rabbiner geworden. Als Jugendlicher wurde er nach Fürth geschickt, um eine religiöse Ausbildung zu erhalten. Aber der Tod seiner Eltern brachte ihn zurück in die Gasse, zurück in das Leben, das er geerbt hatte. Und dann begann er, es umzuschreiben. Er hatte ein Talent, das er früh erkannte und das er mit einer Disziplin entwickelte, die seine Umgebung staunen ließ, das Talent des Nützlichseins. Nicht des Bittens, nicht des Forderns, nicht des Kämpfens, sondern des Nützlichseins. Er lernte, was andere brauchten, bevor sie es selbst wussten. Er wurde Münzhändler, weil er erkannte, dass die Adligen rund um Frankfurt Sammlungen aufbauten und Experten brauchten, die echte von falschen Münzen unterscheiden konnten. Er lieferte gut, er lieferte besser als erwartet. Das brachte ihn in Kontakt mit Wilhelm von Hessen-Kassel, einem der mächtigsten deutschen Fürsten seiner Zeit und einem der reichsten.
Wilhelm hatte Münzen, er hatte Kapital, er hatte das Bedürfnis, dieses Kapital arbeiten zu lassen. Meyer-Amschel hatte das Wissen und die Verbindungen und die Bereitschaft, Risiken zu übernehmen, die kein etabliertes Bankhaus eingehen wollte. Die Verbindung zu Wilhelm war der Schlüssel. Nicht, weil sie sofort Reichtum brachte. Sie brachte zunächst bescheidene Provisionen und kleine Aufträge und die langsam wachsende Reputation eines Mannes, dem man vertrauen konnte. Aber Reputation in der Welt des Geldes ist alles. Reputation ist die einzige Währung, die wirklich nicht gefälscht werden kann. Meyer-Amschel baute seine Reputation auf mit der Geduld eines Mannes, der weiß, dass er Zeit hat, weil er jung ist, und der weiß, dass Zeit die einzige Ressource ist, die man nicht kaufen kann, also verschwende man sie nicht. Was er aufbaute, war nicht sofort eine Bank. Es war ein Netzwerk. Ein Netzwerk aus Informationen, aus Beziehungen, aus Vertrauen, in einer Zeit, in der Informationen langsam reisten und Vertrauen entsprechend selten und entsprechend wertvoll war. Wer wusste, was in Paris geschah, bevor die Nachricht Frankfurt erreichte, war nicht nur klüger als die anderen, er war mächtiger. Meyer-Amschel sammelte Informationen, wie andere Menschen Münzen sammelten. Er schrieb Briefe, er pflegte Korrespondenz. Er baute ein Netz aus Kontakten, das weit über die Judengasse hinausreichte, weit über Frankfurt, weit über die Grenzen jener beschränkten Welt, in die er hineingeboren worden war. Und dann traf er eine Entscheidung, die alles verändern würde. Es war keine einzelne Handlung und auch kein riskantes Geschäft, sondern ein System, 5 Söhne und 5 Töchter. Die Töchter würden heiraten, strategisch mit dem Instinkt einer Familie, die verstand, dass Verwandtschaft eine Form des Kapitals ist. Die Söhne würden etwas anderes werden. Etwas, das Meyer-Amschel von Anfang an geplant hatte, auch wenn er es vielleicht nicht in diesen Worten gedacht hätte. Er schickte sie nicht zufällig in die Welt, er platzierte sie nicht für den Moment, sondern für etwas, das sich erst Jahre später zeigen würde. Zu diesem Zeitpunkt ahnte niemand, was hier gerade entstand. Nicht die Fürsten, die mit ihm Geschäfte machten. Nicht die Frankfurter Kaufleute, die ihn für nützlich, aber begrenzt hielten. Nicht die Wächter der Judengasse, die jeden Abend die Tore schlossen. Niemand von ihnen verstand, dass dieser Mann bereits begriffen hatte, was Macht im modernen Sinne wirklich bedeutet. Macht bedeutet nicht, ein Territorium zu besitzen, nicht eine Armee zu befehligen, nicht einen Thron zu besetzen. Macht bedeutet, unentbehrlich zu sein. Macht bedeutet, im Besitz von etwas zu sein, das andere brauchen und nicht selbst herstellen können. Und was die Fürsten und Könige und Kriegsherren des 18. und 19. Jahrhunderts brauchten, war nicht Macht im klassischen Sinne. Es war Geld, schnelles Geld, verlässliches Geld, Geld in der richtigen Menge, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Kriege kosten Geld. Und Europa des ausgehenden 18. Jahrhunderts führte Kriege ohne Unterbrechung. Die Französische Revolution, die Napoleonischen Kriege. Der Kontinent war ein einziges flammendes Schlachtfeld, auf dem Thronen standen und verschwanden und entstanden und wieder verschwanden mit einer Geschwindigkeit, die selbst die klügsten Strategen überforderte. Meyer-Amschel-Rothschild verstand diese Welt nicht als Bedrohung. Er verstand sie als Möglichkeit. Er schickte seine Söhne. London, Wien, Paris, Frankfurt, Neapel, 5 Städte, 5 Knotenpunkte Europas, 5 Städte, 5 Finanzzentren des damaligen Europa, 5 Söhne, die alle dieselbe Sprache sprachen. Buchstäblich, denn die Briefe, die zwischen ihnen flossen, wurden auf Jiddisch verfasst, eine Verschlüsselung, die kein fremder Brieföffner entziffern konnte und die alle dieselbe Methode teilten, Information zuerst, Handeln danach. Aber das war nicht der entscheidende Vorteil. Der entscheidende Vorteil war Geschwindigkeit. Was diese Konstruktion leistete, war etwas, das es in dieser Form vorher nicht gegeben hatte. Ein paneuropäisches Informationsnetzwerk, betrieben von Männern, die einander bedingungslos vertrauten, weil sie Brüder waren, weil Verrat an dem anderen Verrat an der eigenen Familie bedeutete und weil die Familie das Einzige war, das unveräußerlich war. Alles andere, Geld, Ansehen, Aufträge, konnte verloren gehen. Die Familie nicht. Die Briefe, die zwischen Frankfurt und London und Wien und Paris flossen, enthielten Informationen über Börsenkurse, über politische Entwicklungen, über Truppenbewegungen, über die Stimmung an den Höfen, über Gerüchte, die morgen Realität werden könnten. Und wer diese Informationen hatte, bevor jeder andere sie hatte, der konnte handeln, bevor jeder andere handelte. Für die meisten Menschen kam Information einfach an, die Rothschilds hingegen suchten gezielt danach und manchmal sogar etwas, das sie beschleunigten. Das klingt nach einem kleinen Unterschied. In Wirklichkeit war es der entscheidende, denn wer darauf wartet, dass Nachrichten ankommen, ist immer zu spät. Wer sie früher erhält, hat einen Vorteil. Wer sie aber selbst organisiert, spielt plötzlich in einer anderen Liga. Genau das begann hier. Nicht nur ein Netzwerk von Menschen, sondern ein System, das darauf ausgelegt war, schneller zu sein als alle anderen. Und in einer Welt, in der Zeit gleichbedeutend mit Geld war, wurde Geschwindigkeit zur Macht. Das war kein Zufall, es war geplant. Und vor allem, es funktionierte. Nathan Rothschild in London war der brillanteste der 5. Nicht der freundlichste, nicht der diplomatischste,
Aber derjenige, der am klarsten dachte, wenn die Zahlen groß wurden, und derjenige, der am entschlossensten handelte, wenn andere zögerten. Er war 1798 nach Manchester gegangen, zunächst als Textilhändler, dann nach London. In London erkannte er, was London war, der wichtigste Finanzplatz der Welt im Entstehen. Die Börse, die Banken, das Empire, all das brauchte Kapital und Kapital brauchte Menschen, die es bewegten. Nathan wurde einer dieser Menschen. Zunächst an den Rändern, dann immer näher zur Mitte, dann in der Mitte selbst. Was 1815 geschah, gehört zu den bekanntesten Geschichten der Finanzgeschichte. Und zu den falschesten, vielleicht gerade deshalb wurde sie so oft erzählt. Die Schlacht von Waterloo, Napoleon gegen Wellington. Das Schicksal Europas entschieden an einem einzigen Tag. Der Mythos, der sich um diesen Tag gebildet hat, ist einfach. Er ist eingängig und er ist falsch. Aber gerade deshalb hat er überlebt. Der Mythos lautet, Nathan Rothschild wusste vor allen anderen, dass Napoleon verloren hatte. Er stand an der Börse in London und begann zu verkaufen. Er wirkte nicht hektisch, eher ruhig, fast schon berechnend. Die anderen Händler sahen es und zogen ihre eigenen Schlüsse. Wenn Rothschild verkauft, dann muss etwas passiert sein. Panik breitete sich aus. Die Kurse fielen erst langsam, dann immer schneller, bis niemand mehr wirklich wusste, wo der Boden war. Und genau in diesem Moment begann er zu kaufen. Als die Wahrheit bekannt wurde, dass Wellington gewonnen hatte, drehte sich der Markt. Und am Ende stand Rothschild auf der richtigen Seite. Die Wirklichkeit ist komplizierter und weniger spektakulär. In Wirklichkeit erhielt Nathan tatsächlich frühe Informationen über Waterloo durch ein Kuriernetz, das er sorgfältig aufgebaut hatte, durch Verbindungen, die er gepflegt hatte. Er handelte an der Börse, er machte Gewinn. Dieses dramatische Einzeltagsmanöver hat so nie stattgefunden. Eine Erfindung, die erstmals in einer diffamierenden Schrift auftauchte und die von dort aus ihren Weg in die Populärkultur fand, weil sie das Bild bestätigte, das viele Menschen von der Familie Rothschild haben wollten. Das Bild einer unsichtbaren Hand, die Geschichte nicht erlebt, sondern steuert. Was Nathan Rothschild wirklich tat, ist weniger dramatisch, aber entscheidend. Er hatte Informationen früher als andere. Und während viele noch überlegten, hatte er bereits entschieden zu handeln. Und er hatte eine Risikobereitschaft, die wenigen Menschen eigen ist, die wirklich verstanden haben, wie Märkte funktionieren. Doch das war nur ein Teil der Geschichte. Was die Rothschilds in den Jahrzehnten nach Waterloo aufbauten, war kein Imperium im traditionellen Sinne, kein Territorium, keine Armee, kein Thron. Es war eine Infrastruktur. Sie finanzierten Kriege auf beiden Seiten manchmal. Manchmal sie finanzierten den Frieden, der auf Kriege folgte, weil Frieden genauso teuer ist wie Krieg, wenn die Schulden bezahlt werden müssen. Sie finanzierten Eisenbahnen, die Europa enger zusammenzogen, als jede politische Idee es je getan hatte. Sie finanzierten Staatsschulden in einem Ausmaß, das die Grenzen zwischen öffentlichem Kredit und privatem Einfluss auf eine Weise verwischte, die zeitgenössische Beobachter gleichzeitig beeindruckte und entsetzte. Österreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen. Die Kabinette der europäischen Großmächte korrespondierten mit den Rothschilds nicht als Kunden mit einem Bankhaus. Sie korrespondierten als Mächtige mit anderen Mächtigen. Manchmal als Bittsteller. Metternich, der österreichische Staatsmann, der Europa nach Napoleon neu ordnete, unterhielt enge Beziehungen zu Salomon Rothschild in Wien. Nicht, weil er Salomon mochte, die Frage, ob Metternich irgendjemanden mochte, ist historisch komplex, sondern weil er Salomon brauchte. Weil Österreich Kapital brauchte und weil das Kapital, das Österreich brauchte, durch die Hände der Rothschilds floss. Das war Macht. Echte, substanzielle, historisch belegbare Macht, nicht die Phantasmata der Verschwörungstheoretiker, nicht eine geheime Weltregierung, nicht ein unsichtbares Netz der Kontrolle, sondern die schlichte, kalte Realität, dass ein Staat, der kein Geld hat, tun muss, was der sagt, der ihm Geld leiht. Das ist keine Erfindung. Das ist Wirtschaft. Und die Rothschilds hatten diese Realität früher verstanden als die meisten anderen. Nicht, weil sie böse waren, nicht, weil sie eine Agenda hatten, die über den Wunsch nach Gewinn und Sicherheit für ihre Familie hinausging, sondern weil Meyer Amschel Rothschild in einer engen Gasse in Frankfurt aufgewachsen war und begriffen hatte, wer die Türen nicht öffnen kann, braucht einen Schlüssel, den die anderen nicht haben. Das Geld war ihr Schlüssel, und sie schmiedeten ihn mit einer Präzision und einer Konsequenz, die Jahrhunderte überdauern würde. Was sie nicht vorhergesehen hatten, was niemand hätte vorhersehen können, war der Preis, den dieser Schlüssel kosten würde. Nicht in Zahlen, in etwas, das man nicht auf einer Bilanz findet. Es gibt eine bestimmte Art von Feindschaft, die nicht aus Begegnung entsteht, nicht aus Konflikt, nicht aus persönlicher Kränkung, nicht aus einem konkreten Moment, den man benennen und beschreiben und widerlegen könnte. Sie entsteht aus Abstraktion, aus dem Bedürfnis, eine Erklärung zu haben für etwas, das sich nicht erklären lässt. Für Ungleichheit, für Armut, für die dumpfe, beharrliche Erfahrung, dass die Welt nicht so funktioniert, wie man es sich wünscht und dass irgendwo, irgendwie, irgendwer dafür verantwortlich sein muss. Die Rothschilds wurden zu dieser Erklärung, nicht weil sie mächtig waren,
Mächtige Menschen hat es immer gegeben und mächtige Menschen wurden immer beneidet und gefürchtet und verachtet, sondern weil sie auf eine bestimmte Weise mächtig waren, unsichtbar, vernetzt, über Grenzen hinweg operierend, in einer Sprache korrespondierend, die andere nicht lesen konnten, in einer Welt zu Hause, die keine nationalen Grenzen kannte, weil ihr Kapital keine nationalen Grenzen kannte. Das war in den Augen ihrer Zeit verdächtig. Nicht, weil es illegal war, sondern weil es das Bild dessen störte, wie Macht aussehen sollte, in Uniformen, auf Thronen, mit Fahnen und Kanonen und dem vollen Gewicht staatlicher Autorität. Die Rothschilds hatten keine Uniform, sie hatten Konten, und das störte eine Welt, die gelernt hatte, Macht zu erkennen, aber noch nicht gelernt hatte, die neue Form der Macht zu benennen, die das 19. Jahrhundert hervorgebracht hatte. Die Verschwörungstheorien begannen früh, früher als man erwarten würde. Schon in den 1820er Jahren kursierten Pamphlete, die den Rothschilds eine geheime Weltmacht zuschrieben, die weit über ihre tatsächlichen Aktivitäten hinausging. Man beschuldigte sie, Kriege zu provozieren, um an beiden Seiten zu verdienen. Man behauptete, sie kontrollierten die Presse, die Politik, die Zentralbanken der europäischen Nationen. Man zeichnete das Bild einer unsichtbaren Herrschaft, einer Familie, die im Verborgenen die Fäden zog, während die sichtbaren Herrscher nur Marionetten spielten. Diese Bilder, einmal in der Welt, ließen sich nicht mehr zurückholen. Sie wanderten durch Jahrzehnte und durch Kontinente und durch politische Systeme, die sich in allem anderen unterschieden, aber in diesem einen Punkt einig waren, dass der Name Rothschild ein Symbol für etwas Bedrohliches war, etwas Fremdes, etwas, das die natürliche Ordnung der Dinge unterhöhlte. Ob diese Bilder etwas mit der Realität zu tun hatten, interessierte die wenigsten. Realität ist kompliziert. Verschwörungstheorien sind einfach. Und einfache Erklärungen für komplizierte Probleme haben einen evolutionären Vorteil, der sich über alle Vernunft hinwegzusetzen vermag. Und genau deshalb verschwinden sie nie. Nicht, weil sie wahr sind, sondern weil sie sich wahr anfühlen. Aber man muss ehrlich sein über das, was die Rothschilds wirklich waren und was sie nicht waren. Sie waren keine geheime Weltregierung. Sie waren keine Puppenspieler hinter den Kulissen der Geschichte. Sie kontrollierten nicht die Presse, nicht die Parlamente, nicht die Armeen der europäischen Großmächte. Sie konnten Einfluss nehmen, ja, aber Einfluss ist nicht Kontrolle, und wer den Unterschied nicht kennt, hat noch nie versucht, irgendjemandem zu sagen, was er tun soll. Was sie wirklich waren, war in gewisser Weise noch bemerkenswerter als der Mythos. Sie waren die erste wirklich moderne Bankiersfamilie der Geschichte, die erste, die Kapital über nationale Grenzen hinweg bewegte, als wären diese Grenzen Unannehmlichkeiten, keine Wirklichkeiten. Die erste, die verstand, dass Information die eigentliche Währung ist und nicht das Geld, das auf Grundlage dieser Information bewegt wird. Die erste, die Risiko nicht als Bedrohung behandelte, sondern als Rohstoff, als etwas, das sich bearbeiten und formen und verkaufen ließ. Das war revolutionär. Und das war in einer Welt, die Revolutionäre fürchtete, in gewisser Weise gefährlich. Nathan Rothschild starb 1836 in Frankfurt während eines Besuchs in der Stadt seiner Kindheit. Er war 57 Jahre alt, kein hohes Alter, auch für die Standards seiner Zeit nicht, aber ein Leben, das mit einem Gewicht gelebt worden war, das die meisten Menschen nie kennen würden. Sein Bruder James in Paris führte das Geschäft fort, James Jacob Meyer de Rothschild, wie er sich nannte, mit dem Adelstitel, den er sich erworben hatte, mit der Eleganz eines Mannes, der verstanden hatte, dass Stil in Paris genauso wichtig war wie Kapital. James war in gewisser Weise der vollkommenste Rothschild der zweiten Generation. Er verstand, was sein Vater verstanden hatte, und er verstand die Welt, in der er lebte, mit einer Präzision, die selbst seine Bewunderer manchmal erschreckte. Er baute eine Villa, nicht irgendeine Villa, ein Palast außerhalb von Paris in Boulogne-sur-Seine, der die Kunstwelt seiner Zeit in Staunen versetzte und die Feinde der Familie in eine Wut, die sie nicht ganz artikulieren konnten. Er sammelte Kunst. Er empfing Gäste. Balzac kam. Heine kam. Die großen Geister des 19. Jahrhunderts saßen an seinem Tisch, tranken seinen Wein, diskutierten seine Ideen. Und das störte. Mehr als die Anleihen, mehr als die Börsengeschäfte, mehr als die Beziehungen zu den Kabinetten Europas. Dass ein Mann, der nach den Kategorien seiner Zeit nicht in diesen Salons hätte sitzen sollen, nicht nur saß, sondern das Gespräch bestimmte. Das störte tief auf eine Art, die sich in den Pamphleten und Karikaturen jener Zeit widerspiegelte, in den verzerrten Nasen und überzeichneten Gesten und dem unverhüllten Hass, der sich als politische Kritik verkleidete und in Wirklichkeit etwas anderes war. Das 19. Jahrhundert war die Blütezeit der Rothschilds und gleichzeitig die Zeit, in der die Grenzen ihrer Macht klarer wurden. Sie finanzierten 1875 den britischen Ankauf eines Großteils der Suezkanal-Aktien. Eine der wichtigsten geopolitischen Transaktionen des Jahrhunderts, ermöglicht durch ein einziges Gespräch zwischen Lionel de Rothschild und dem britischen Premierminister Benjamin Disraeli, der seinerseits jüdischer Herkunft war und der die Dringlichkeit der Situation mit einer Präzision schilderte, die keine lange Überlegungszeit erlaubte.
4 Millionen Pfund Sterling wurden benötigt. Das Parlament war nicht versammelt. Andere Banken waren nicht in der Lage. Die Rothschilds lieferten über Nacht. Das war real, das war Macht. Konkrete, messbare, historisch dokumentierte Macht. Nicht Geheimnis, nicht Verschwörung, sondern die nüchterne Realität, dass ein Netzwerk, das über Jahrzehnte mit Sorgfalt aufgebaut worden war, in einem entscheidenden Moment liefern konnte, was kein anderes Netzwerk liefern konnte. Aber in denselben Jahrzehnten verloren die Rothschilds auch. Sie verloren Aufträge an neue Konkurrenten, amerikanische Bankhäuser, die mit anderen Methoden und anderen Kapitalmengen operierten. Sie verloren politischen Einfluss, als die Nationalstaaten Europas stärker wurden und weniger bereit waren, sich von privaten Bankiers in ihrer Finanzpolitik leiten zu lassen. Sie verloren Angehörige durch Tod, durch unglückliche Ehen, durch die natürliche Diffusion, die jede Dynastien im Laufe der Generationen ergreift. Und sie verloren etwas anderes, etwas, das schwerer zu benennen ist. Sie verloren die Unschuld der Unsichtbarkeit, die Meyer-Amschel in der Judengasse noch besessen hatte, jene Freiheit, im Verborgenen zu operieren, ohne dass die Welt wusste, wie groß das Netz wirklich war. Jetzt wusste die Welt oder glaubte zu wissen. Und was die Welt glaubte zu wissen über die Rothschilds, war gefährlicher als jede Wahrheit, die sich über sie sagen ließ. Das 20. Jahrhundert konfrontierte die Rothschilds mit etwas, das weder ihr Kapital noch ihre Netzwerke noch ihre jahrhundertelange Erfahrung im Navigieren feindlicher Welten hatte verhindern können. Der Nationalsozialismus. Als Hitler 1933 die Macht übernahm, war die Familie Rothschild in Deutschland bereits marginalisiert. Die Frankfurter Linie, die älteste, die Linie, die alles begonnen hatte ihren Betrieb bereits 1901 eingestellt, nicht durch Druck von außen, sondern weil es nach dem Tod von Wilhelm Karl von Rothschild keine männlichen Erben gab, die das Geschäft hätten weiterführen können. Die Judengasse, in der Meyer-Amschel aufgewachsen war, existierte als Ghetto schon lange nicht mehr, sie war 1811 nach der napoleonischen Emanzipation formal aufgelöst worden. Aber anderswo in Europa existierten die Rothschilds. In Wien existierten sie, in Paris existierten sie, und als die Wehrmacht 1938 in Österreich einmarschierte und 1940 Frankreich besetzte, traf das die Familie mit einer Wucht, die selbst erfahrene Beobachter der Familie nicht hatten kommen sehen. Louis von Rothschild, der Chef der Wiener Linie, wurde nach dem Anschluss verhaftet. Er saß über ein Jahr in Haft, während die Nazis über seinen Besitz verhandelten, Fabriken, Schlösser, Kunstsammlungen, Bankkonten. Am Ende kam er frei gegen eine Summe, die als eine der größten Lösegelder der Geschichte gilt. Er verließ Österreich mit dem, was er tragen konnte. Alles andere blieb. In Frankreich wurden die Rothschild-Besitztümer systematisch enteignet. Die Kunstsammlungen, Generationen von Gemälden und Skulpturen und Möbeln, die James und seine Nachfolger mit einem Kennerblick und einer Leidenschaft zusammengetragen hatten, die in Europa ihresgleichen suchte, wurden beschlagnahmt, katalogisiert, abtransportiert. Manche Werke landeten in Görings Privatsammlung, manche in staatlichen Museen, manche verschwanden, die Familie floh nach England, nach Amerika, nach Argentinien, überall dorthin, wo das Netz noch trug, wo Verbindungen noch galten, wo ein Name noch etwas bedeutete und nicht nur Bedrohung. Was die Rothschilds in diesen Jahren verloren, lässt sich nicht vollständig in Zahlen erfassen. Nicht, weil die Zahlen nicht groß wären, sie sind es, sondern weil hinter den Zahlen etwas anderes stand. Die Vernichtung einer Welt, die Meyer-Amschel aufgebaut hatte. Die Zerstörung von etwas, das mehr war als Kapital und Kunst und Immobilien, das ein Beweis gewesen war, ein Beweis dafür, dass Menschen, die in Gassen eingesperrt werden und denen man sagt, sie seien weniger wert als andere, trotzdem etwas bauen können, das die Welt verändert. Dieser Beweis wurde mit Gewalt angefochten. Nicht widerlegt, angefochten. Denn Gewalt kann vieles zerstören, aber sie kann nicht ungeschehen machen, was bereits geschehen ist. Nach dem Krieg kehrten die Rothschilds zurück. Nicht alle, nicht überall, aber sie kehrten zurück, weil das, was Meyer-Amschel seiner Familie mitgegeben hatte, sich in 200 Jahren tief genug eingegraben hatte, um auch das zu überstehen. In Frankreich baute Guy de Rothschild die Bank wieder auf. Er forderte Entschädigungen für die enteigneten Kunstwerke, ein jahrzehntelanger Prozess, der bis heute nicht vollständig abgeschlossen ist, weil Gemälde und Skulpturen in Museen stehen und weil Museen nicht gerne herausgeben, was sie besitzen, selbst wenn der Besitz auf Raub basiert. In England blieb die Londoner Linie stark. N.M. Rothschild & Sons, das Bankhaus, das Nathan in London gegründet hatte, operierte weiter, solide und diskret und mit dem Instinkt, der in dieser Familie von Anfang an zu Hause gewesen war. Aber die Welt hatte sich verändert. Die Epoche der großen Privatbankiers, die Staatsanleihen zeichneten und Kriegsfinanzierungen arrangierten und mit Premierministern frühstückten, diese Epoche war vorbei. Die Zentralbanken hatten die Funktion übernommen, die einst die Rothschilds ausgefüllt hatten. Die Finanzmärkte waren demokratisiert worden. Nicht im politischen Sinne, aber im Sinne der Zugänglichkeit,
Kapital floss jetzt durch Institutionen und Fonds und Börsen, nicht durch die Hände einer Familie in einer Stadt. Die Rothschilds passten sich an. Das hatten sie immer getan. Sie investierten in Weinberge, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Lafite Rothschild, Namen, die in der Weinwelt mit derselben Ehrerbietung ausgesprochen werden, die ihre Vorfahren in der Finanzwelt hervorgerufen hatten. Sie investierten in Bergbau, in Medien, in Beratung, in die unzähligen Gebiete, auf denen Kapital und Expertise sich verbinden lassen, wenn man beides besitzt. Sie bauten die Bank um von einem Haus, das Staatsanleihen zeichnete, zu einem Beratungsunternehmen, das Fusionen arrangierte und Übernahmen begleitete und Unternehmen durch die komplexen Wasserwege des modernen Kapitalmarktes führte. Und sie blieben reich, sehr reich. Nicht mehr die reichste Familie der Welt. Das war ein Titel, den die neuen Dynastien des 20. Jahrhunderts übernommen hatten, die Rockefellers und die Gettys und später die Technologiemilliardäre, deren Reichtum in einer Geschwindigkeit entstand, die selbst die Rothschilds des 19. Jahrhunderts überrascht hätte. Aber reich genug, dass der Name weiterhin Gewicht hatte. Dass eine Einladung von Rothschild etwas bedeutete. Dass eine Empfehlung von Rothschild gehört wurde. Und die Verschwörungstheorien. Sie hörten nicht auf. Sie intensivierten sich. Das 20. Jahrhundert und das beginnende 21. Jahrhundert produzierten Versionen des Rothschild-Mythos, die ihre Vorgänger aus dem 19. Jahrhundert in ihrer Absurdität übertrafen. Das Internet, das eigentlich ein Werkzeug der Aufklärung hätte sein können, erwies sich als unübertreffliches Medium für die Verbreitung von Unwahrheiten, die sich mit der Geschwindigkeit von Wahrheiten bewegten. Die Behauptungen wurden größer. Die Rothschilds kontrollierten angeblich die Zentralbanken der Welt. Sie hatten den Ersten und den Zweiten Weltkrieg inszeniert. Sie steuerten die amerikanische Politik durch die Federal Reserve. Sie besaßen alle großen Medienunternehmen. Ihr Gesamtvermögen, sagten manche, belaufe sich auf Zahlen, die keine reale Entsprechung hatten. Hunderte von Billionen Dollar, Summen, die größer waren als das Bruttoinlandsprodukt aller Länder der Erde zusammengenommen. Keine dieser Behauptungen ist wahr. Keine einzige. Historiker haben sie widerlegt, Ökonomen haben sie widerlegt, Journalisten haben sie widerlegt. Und sie leben trotzdem weiter, weil Widerlegung gegen Mythos nie gewonnen hat und nie gewinnen wird, solange Menschen das Bedürfnis haben, eine Erklärung für das zu suchen, was sich nicht erklären lässt. Was diese Theorien wirklich sind, hat weniger mit den Rothschilds zu tun, als viele glauben. Es hat zu tun mit einem sehr alten, sehr menschlichen Mechanismus, dem Bedürfnis, Komplexität auf Einfachheit zu reduzieren, Zufall auf Absicht, Geschichte auf Handlung. Wenn die Welt sich ungerecht anfühlt, muss jemand diese Ungerechtigkeit gewollt haben. Und die Rothschilds, reich, vernetzt, jüdisch, seit Jahrhunderten in der Finanzwelt tätig, waren das perfekte Gefäß für diese Projektion. Das ist keine Entschuldigung für die Familie, es ist eine Diagnose der Gesellschaft, die diese Theorien produzierte und weiter produziert. Heute ist die Familie Rothschild über Kontinente und Generationen verteilt, mit Interessen und Aktivitäten, die so vielfältig sind, dass eine einzelne Beschreibung nicht mehr greift. Es gibt Rothschilds in London und Paris und New York und in Weinbergen in Bordeaux und in Vorstandsetagen von Beratungsunternehmen und in der Stille von Privatbesitztümern, über die niemand öffentlich spricht. Die Bank existiert noch. N.M. Rothschild & Sons, heute einfach Rothschild & Co., ist ein angesehenes Beratungsunternehmen für Fusionen und Übernahmen mit Büros in 30 Ländern, das aber nicht mehr die systemische Bedeutung hat, die das Haus im 19. Jahrhundert hatte. Es ist ein wichtiges Unternehmen, es ist kein Weltbeherrscher. Nathaniel Rothschild, der Urenkel des großen Nathan, führt heute Geschäfte, investiert, gibt gelegentlich Interviews, in denen er mit der distanzierten Geduld eines Mannes antwortet, der diese Fragen seit seiner Kindheit kennt. Er spricht über die Verantwortung des Erbes, über die Schwierigkeit, unter einem Namen zu leben, der mehr bedeutet, als man selbst entschieden hat, über die Realität einer Familie, die irgendwo zwischen öffentlichem Mythos und privatem Leben existiert und selten die Kontrolle über das Erstere hat. Was er nicht sagt, was vielleicht nicht sagbar ist, ist das, was man spürt, wenn man die Geschichte dieser Familie wirklich zu Ende denkt. Die Geschichte beginnt in einer Gasse, in der die Tore nachts geschlossen wurden. Sie führt durch 2 Jahrhunderte von Aufstieg und Feindschaft und Verlust und Wiedergeburt. Die Geschichte führt durch eine Zeit großer Verfolgung, die die Familie nicht vernichtete, aber tiefe Spuren hinterließ, die keine Generation je vollständig heilt. Und sie führt in eine Gegenwart, in der der Name immer noch aufgeladen ist, mit Bewunderung und mit Hass, mit Mythos und mit Verachtung, mit Geschichten, die wahr sind und mit Geschichten, die niemals wahr waren, aber trotzdem weitererzählt werden. Meyer Amschel Rothschild verließ die Judengasse. Seine Söhne veränderten Europa. Sein Name ist unsterblich geworden, aber nicht auf die Art, die irgendjemand sich hätte wünschen können, nicht als ruhiges, würdiges Erbe eines Mannes, der aus dem Nichts etwas gebaut hat, sondern als Schlachtfeld, als Symbol, auf das jede Generation von Neuem ihre eigenen Ängste und Fantasien projiziert. Das Haus mit dem roten Schild steht nicht mehr. Die Judengasse wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.
Nur ein kleines Museum erinnert heute an den Ort, an dem alles begann, an die enge, dunkle, von Mauern begrenzte Welt, aus der ein Mann heraustrat und entschied, dass Grenzen nur so lange gelten, wie man bereit ist, sie zu akzeptieren. Er hatte keine Armee, kein Territorium, keinen Thron. Er hatte 5 Söhne und einen Instinkt, den keine Mauer einschließen konnte. Das war genug, um Geschichte zu schreiben und genug, um bis heute missverstanden zu werden. Ob Geschichte genug ist, um Frieden zu finden, das ist eine andere Frage. Eine, auf die die Familie Rothschild seit 200 Jahren wartet. Und die Antwort kommt nicht,